Grüß euch, ich bin's wieder, der Peter vom Atelier Mörd. Zuerst einmal gutes neues Jahr. Und im heutigen Video schauen wir uns an, unter welche Voraussetzungen dass es sinnvoll ist, einen Riss von außen zu reparieren und wann es auch nicht geht. Mehr davon wie immer nach dem Intro. Danke, Tobias. Also die Vorteile, wenn man einen Riss beim Instrument von außen reparieren kann, liegen klar auf der Hand. Es geht viel schneller und ist natürlich auch kostengünstiger. Es ist allerdings nicht immer möglich. Sprich, wenn ich einen alten Riss habe, der schon ein paar Mal geleimt worden ist und ich innen eine Leimkrusten habe, kann ich nichts mehr leimen, weil ich den Belag nicht anlegen kann. Ja? Oder wenn das in Wirklichkeit ein stark beanspruchtes Stell ist, dann geht es nicht anders, ohne dass man es aufmacht. Aber wie man das macht, wenn es möglich ist bei bestimmten Stellen, das kann ich euch sagen und auch mit welchen Werkzeugen das geht. Ja? Also, fangen wir jetzt einmal an mit den Werkzeugen. Das ist also ein kleines Zwingerl, das darf also kein Gewicht haben, ja? Und braucht unten am Teller in Wirklichkeit eine Schneid oben, eine feine, dass man den Belag aufdrucken kann. Das kann ich auch sagen. Man geht da her, ja, legt das auf und druckt es an. Dadurch bleibt es oben halten und man kann dann einen Tropfen Leim auf tun, das einfadeln und anzwingen. Ja. Dadurch belegt man während dem Rissleimen auch den Riss und das hält natürlich dann schon. Es hat Vorteile, es hat aber auch Nachteile. Ja. Und zwar, man kann das nicht genau anpassen, man kann es nur schätzen. Dazu zeichne ich jetzt noch was auf. Also, zuerst einmal nochmal zu zwingen. Normalerweise ist bei einer Zwingen unten der Teller einfach eine gerade Fläche, ja, vielleicht noch beledert oder sonst irgendwas. Und in dem Fall ist es aber so, dass da so ein Schneid steht, wo man also dieses Backerl, das dann eingeklemmt wird, um den Riss zu belegen, wo man das aufspießt, ja, damit man es nicht verliert. Ja. Das ist einmal das eine, das Besondere zu den Zwingerln. Ja. Und sie sollen sehr, sehr leicht sein, damit man da ja nicht zu viel Gewicht aufbringt. Ja. Jetzt gehen wir zu einer Geigendecken. Jetzt habe ich da irgendwo einen Riss drinnen. Ja. Also wir haben es im Prinzip, wir schauen es jetzt so längs geschnitten an, genau wie es da aufgeschnitten ist. Nicht? Ja. Und da muss logischerweise das äußere Backerl leicht konkav sein und der Belag innen muss leicht konvex sein, der dann eingeklemmt wird. Ja? Weil wenn das gerade wäre, ja, und das gerade wäre, dann würde man die Geigendecken verspannen in diese Richtung. Ja? Und das ist alles andere als gefragt. Ja? Und das Gegenteil ist dann, wenn ich in der Hohlkelle herunten einen Belag habe, dann muss der sozusagen da konkav sein und das Gegenlager muss konvex sein. Ja? Wie ist der Bugel von der Hex? Hallo Didi. Auf alle Fälle, das sind die Sachen, die muss man berücksichtigen, wenn man sowas macht. So, jetzt richten wir den Belag her, mit dem wir den Riss fixieren und sichern. Ja? Dann schnappen wir den und drucken den jetzt da auf. Der ist jetzt auf der Schneidung. Ja. Und jetzt gehen wir her, tun ganz wenig Leim auf, damit man innen nicht alles voll kleckert. Ja. Fadeln das rein.
Und so schaut das dann von innen aus. Und das kann man, wenn der Raum gescheit temperiert ist, in Wirklichkeit in, sagen wir mal, einer Stunde ausspannen und der Kunde kann mit dem bereits heimgehen. Ja? Also es ist eine schnelle, kostengünstige und unter gewisse Voraussetzungen gute Möglichkeit, jemandem zu helfen. Das ist auch, wenn es billigere Instrumente sind, ist das Auf- und Zumachen einfach nicht immer das Richtige. Ja? Wie gesagt, wenn es nicht möglich ist, das ist genau dann, wenn also zum Beispiel ein Riss schon ein paar Mal von außen geleimt worden ist, dass innen schon so ein Leimrauden ist, eine Leimkrusten, weil dann liegt ja ein Mauerbelag. Das hat keinen Sinn. Ja? Und in Wirklichkeit, das, wenn man es dann losschraubt, braucht man nur runtendrucken und dann geht das, was man zuerst aufgedruckt hat, die kleine Schneide wieder aus dem Backerl raus und das halt drinnen. Ja? Dass ihr eine Vorstellung habt, also die Zwingen hat ungefähr 6 Gramm. Ja? Kann man nur machen aus einer gescheiten Titanlegierung, weil die entsprechende Festigkeit hat und eine ganz geringe Dichte hat, geringes Gewicht hat. Ja? Und die Zwingerl, die habe ich halt in so verschiedenen Längen bis ungefähr 170 mm, glaube ich. Das heißt, man kann ganz gut alle Bereiche irgendwie erreichen. Ja? Das geht aber in Wirklichkeit nur, wenn das halt so ein Material ist. Ja? Weil alles andere war viel schwer, beziehungsweise kann man es nicht so fein bauen, dass man Glas bei der E-Fläche überall reinkommt, ohne was zu beschädigen. Das ist es. Das war schon wieder fürs heutige Video. Ihr habt also gesehen, man muss ein Instrument nicht immer aufmachen, um einen Riss zu reparieren und auch zu sichern. Ja? Unter gewisse Voraussetzungen ist es möglich, das auch im geschlossenen Zustand herzurichten. Nicht geht tut's, wenn das ein alter Riss ist, der schon ein paar Mal geleimt worden ist, wo innen schon so eine Leimkrusten ist, weil der Belag nicht mehr anliegt. Beziehungsweise, wenn ein alter Belag drinnen ist, geht es natürlich auch nicht. Ja? Also, wenn die Voraussetzungen passen, dann kann man das auch sehr kostengünstig anbieten. Ja? Weil, ihr habt ja gesehen, es ist nicht für Aktion und babyleicht. Pfiat euch. Da muss ich nachher wieder oberwischen und Aufnahme drucken. Richtig. Meine Lieblingsbeschäftigung. Schauen wir mal, ob es geht. Wohl geht. Nur zur Sicherheit. Ich habe mich schon mal geärgert. Ja, genau. ist ja schon mal fürchterlich schief gegangen. Ja, genau. Machen wir das Monitoring noch an da, dass ich sehe, was er da erzählt. Machen wir das Monitoring an, dass ich sehe, was er da erzählt. So blond bist du. Grüß euch, ich bin's wieder, der Peter vom Atelier Mörd und im heutigen Video... Entschuldigung, sag auch noch was so wie alles Gute im neuen Jahr. Ja. Jetzt halte ich die Klappe. Glaubt keiner, dass du die Klappe hältst. Schwöre. Ja, Doppelschwöre. Also, welche Vorteile hat es, wenn man ein Instrument, sagen wir mal... Und Entschuldigung, schau, wenn es geht, meistens in die Kamera, weil du schaust jetzt meist. Weißt, hier und da war es gescheiter gewesen, eine Viertelstunde spazieren gehen. Dann sagen wir 20 Minuten. Naja, übertreiben wir mal nicht. Jetzt ganz kurz da. Aber egal, jetzt ist alles anders. Was ich... Ja, kannst du mir das wieder her tun, dass es da ist? So, das Schön willst du tun. Ha? Ja, klatscht, aber für nix. Arsch. Dann geh ich mal her und du klatschen. Ja, klatschen hilft immer. Suli? Naja, dann einmal klatschen. Aber nur wenn du mittig sitzt, bitte, weil sonst ist das alles out of sync. Hab ich richtig klatscht? Ja, hast du von links oder von rechts klatscht? Ja, eben, klatscht du immer von der anderen Seite. Okay, dann passt's. Hansl, das ist falsch. Es ist falsch. Was ist falsch? Wie du schneidest, das musst von der anderen Seite. Ich weiß das, weil der Papa hat immer gesagt, ein Baum gehört von der anderen Seite geschnitten. Das war schon wieder fürs heutige Video. Ihr habt jetzt gesehen, man muss ein Instrument nicht zwangsläufig aufmachen. Es sei denn, man macht die. Es sei denn, man. Hey! Kasimir, wart 20 Sekunden und sei ruhig.
Was wollte ich noch sagen? Ah, warte, ich weiß schon. Nochmal. Warte, ich weiß schon. Ich Und weiß nicht alles. zu Ich lang. weiß alles.